Endlich gibt es etwas Sichtbares, etwas Gameplay von Test Drive. Ja, seit kurzem haben wir hier etwas Material. Ihr seht es hier im Hintergrund und darüber reden wir heute. Und ja, wer es gesehen hat, der hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass sich da so einige drüber aufregen über gewisse Dinge. Und ich muss ja auch sagen, ich habe mir den Stream da angeguckt und der Chat war aber auch wieder wirklich, der war super toxisch. Wirklich erbärmlich toxisch. Das war schon nicht mehr, das konnte man sich kaum noch angucken. Also ich weiß nicht, was solche Leute immer für Probleme haben. Ne, es wurde ja ganz klar gesagt, Alpha-Footage und so weiter und so fort, aber darauf gehen wir jetzt gleich ein. Aber wer mit so einer Einstellung schon da dran geht, der kann sich halt auch nicht freuen. Wenn man sofort alles verteufelt, ne, also naja, lassen wir das mal so stehen, ne, ist schon, naja, bäh. Ich konnte natürlich schon einiges raussehen. Ich spiele halt schon seit Ewigkeiten Rennspiele, auch Test Drive habe ich damals gespielt. Und ja, fangen wir mal an, grafisch. Ne, da hängen sich ja einige dran auf. Natürlich muss man sagen, es ist Alpha-Footage. Da haben die Entwickler gesagt, das steht auch in der Ecke. Das ist halt noch nicht final. Da kann noch einiges passieren. Was mir jetzt zum Beispiel auch stark aufgefallen ist die Latenz und so weiter. Also wirklich, das Spiel hat immer noch Ruckler drin. Haben die auch gesagt, dass es hier und da ruckeln kann, wegen Alpha. Aber auch die Verbindung zwischen den Spielern. Man sieht halt, dass die Autos am Laggen sind. Ja, klar, das kann man in jedem Spiel mal haben, aber da war es irgendwie wie einprogrammiert fast schon. Ne? Also da wird wahrscheinlich noch schwer dran gearbeitet. Und was auch auffällt, ist, die Umwelt an sich wirkt relativ tot. Kaum Verkehr und so weiter. Allerdings, soviel ich weiß, wird sich der Verkehr anhand der Uhrzeit und dem Ort, an dem ihr euch befindet, orientieren. Und das, was man gesehen hat, ja, da gab es halt auch noch nicht viel Verkehr. Also so viel ich gehört habe, wird es mehr Verkehr geben in der fertigen Version. Da in diesem Alpha-Bild war dann halt wahrscheinlich kein großartiger Verkehr eingestellt. Dann haben wir natürlich das Wichtigste, so ein bisschen das Handling. Ich habe einige Spiele gespielt und ich sage schon mal, unbound-mäßig wird es wohl nicht sein. Ich finde, man sieht schon wirklich so ein bisschen den klassischen Handling-Stil aus TDU 2 zum Beispiel noch. Aber ja, die Autos reagieren halt teilweise auch sehr extrem auf Bordsteine und so weiter. Und ich muss jetzt aber auch ehrlich gesagt sagen, ohne die Jungs da zu fronten und die Mädels, die sind nicht wirklich gut gefahren. Also das sah schon aus wie, ja, ich habe gerade das erste Mal ein Rennspiel angefasst, ne? Aber so Black Panther zum Beispiel kann ja eigentlich fahren. Ich meine, wie gut er wirklich fährt, ne, wo so seine Grenzen sind, keine Ahnung, dafür gucke ich ihn nicht oft genug, aber normalerweise, naja, kommt halt auch dran an, wie das Auto sich da verhält, ne. Man kann halt nur einschätzen, wie sich das Fahrverhalten dann am Ende anfühlt, aber soviel ich weiß, ich habe mich natürlich informiert und es kamen jetzt im Nachhinein auch noch andere Videos von ein paar, die da mitgemacht haben und, haben natürlich noch ein paar Infos gehabt. Zum Beispiel die Physik ist wohl auch noch nicht final. Da waren halt auch bestimmte Einstellungen in dem Moment für den Alpha-Test und so weiter. Also die Fahrphysik wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ändern. Und ich denke mal, man wird halt auch die Autos mit Feineinstellungen und so weiter tunen können. Ich denke mal, so schlimm wie in einem Unbound oder so wird es nicht. Ich denke mal, es wird schon gut fahrbar sein. Natürlich muss man sich dran gewöhnen. Das sieht man ja. Forza Horizon oder so Crew, die haben natürlich auch völlig verschiedene Fahrphysiken, ne? Und klar, dass die jetzt nicht an so ein Forza Horizon rankommen, was schon relativ nah an der Realität ist. Also, was heißt an der Realität? Also, ist schon ein Simcade Racer, ne? Und so Crew ist halt auch voll Arcade. Die werden sich wohl irgendwo da einpendeln und Test Drive ist ja jetzt auch kein Simulationsspiel, ne? Also da, so ein Gran Turismo-Handling oder Forza Motorsport-Handling braucht man da nicht erwarten. Ich denke mal, wir werden uns damit schon anfreunden können. Was halt auch interessant war, war die Fahrzeugwahl an sich, dass da ein Porsche, Corvette, ein Nissan GT-R und so weiter fährt und ein Ford Raptor und alle gleich auf. Irgendwie merkwürdig. Keine Ahnung, ob die Autos extra für diesen Showcase dann angelegt wurden, einfach um die alle mal so die verschiedenen Modelle zu zeigen oder ob da die Leistungsklassen wirklich so sind, dass man jeden Wagen irgendwie gleich auf mit einem anderen machen kann. Also siehe Ford Raptor hält mal eben mit Porsche und Corvette und so weiter easy mit. Ja, okay, muss man abwarten. Was diese Innenräume angeht, ja, okay, finde ich eigentlich ganz geil. Was halt ein bisschen auffällt, ist die Animation, also wie die Charakter da rumlaufen. Das sieht halt schon ein bisschen komisch aus.
Naja, ob da jetzt noch dran gefeilt wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Auch in dieser Disco, wo da dieser Angriff der Klonkrieger war auch sehr interessant. Aber ja, ist halt alles noch Alpha. Die haben noch knapp ein halbes Jahr, um da dran rumzuschrauben. Da sollte man halt auch jetzt nicht zu vorgegriffen sagen, ja, alles wird Müll, ne? Ja, im Großen und Ganzen ist jetzt die Frage, wird denn das Spiel überhaupt bestehen können gegen so eine Crew oder Forza Horizon? Ja, das ist halt wirklich schwierig. Wie gesagt, wir haben hier halt eine Alpha-Version. Ich finde, die Grafik an sich sieht gar nicht mal so übel aus. Wenn da jetzt noch poliert wird und so, kann das wirklich geil aussehen. Ja, die Lebendigkeit der Umwelt an sich. Wir haben jetzt halt viel von der Stadt gesehen und nur wenig von dem Gebiet drumherum. Ja, verkehrstechnisch ist klar, ne, Hongkong Island, da ist natürlich Rush Hour und alles. Aber man kann jetzt natürlich nicht die ganzen Straßen mit Autos verstopfen, dann kannst du das Spiel ja nicht mehr vernünftig spielen. Und wie ich schon sagte, ist es halt geplant, dass man halt je nachdem, wo man ist und welche Uhrzeit der verschiedenen Verkehr hat. Ne, ist klar, dass tagsüber mehr los ist als nachts zum Beispiel. Müssen wir mal abwarten, ist angekündigt, genau wie die Fahrphysik, die halt noch nicht ganz final ist, aber... Ja, abwarten halt. Abwarten und nicht direkt rumkreischen und rumschreien, wie beknackt das alles ist. Das ist genau wie bei GTA. Du musst mal überlegen, als die GTA-Sachen geleakt wurden, das Footage und so weiter, da gab es Leute, die geschrieben haben, das sieht doch total kacke aus. Digga, habt ihr schon mal GTA 5 gesehen, wie das aussah, bevor es released wurde? Also, wirklich, also manche Leute, die haben doch echt nee, Digga, nee, da kann ich einfach nichts zu sagen, ey. Und dazu kommt ja noch, dass wir so ziemlich gar nichts eigentlich gesehen haben. Die sind halt durch die Gegend gefahren, wir haben ein bisschen Gameplay gesehen, aber wir waren keine Autohändler abchecken, wir waren nicht gucken, was man mit dem Auto selbst machen kann, tuningmäßig, optisch, leistungstechnisch und so weiter. Ob's Design-Editor und so weiter mäßig haben wir nichts gesehen. Rennevents haben wir nicht gesehen, Drift-Events haben wir nicht gesehen. Wir haben einfach gar nichts gesehen. Im Grunde war es einfach nur straight up freie Fahrt. Ein bisschen rumalbern, ein bisschen Rennen fahren, ne, und das war's. Aber so richtig reingegangen in die Features und so weiter sind sie nicht, wahrscheinlich, weil sie noch gar nicht bereit sind. Ja, für die ist das ja auch eine neue Erfahrung. Die entwickeln das erste Mal so einen Open-World-Racer. Normal machen die da Rallye-Spiele. Ne, und das ist natürlich, ein Open-World-Racer ist halt viel krasser und umfangreicher in der Entwicklung als ein Straight-Up-Game, wo du irgendwie abgesteckte Strecken nur fährst und das war's. Und da gibt's keine frei befahrene Welt. Aber okay, ich sag einfach mal, schön, dass wir überhaupt mal was bekommen haben. Jetzt wissen wir wenigstens, dass es wirklich real ist und das Spiel existiert, weil wir vorher ja nur irgendwelche gerenderten Trailer hatten. Ich finde, es sieht für eine Alpha schon mal ganz gut aus. Wenn die jetzt noch an der Grafik ein bisschen rumpolieren und natürlich ihren Rest gefixt kriegen, wie die Latenz und so weiter, diese ganzen Ruckler, und ich hoffe auch, dass das Spiel auf 60 FPS laufen wird. Ich denke, es kann gut werden. Ob es jetzt mit einem The Crew vom Umfang her, von den abwechslungsreichen Aktivitäten mithalten kann, vermutlich eher nicht. Kann es grafisch am Ende einen Forza besiegen? Wahrscheinlich auch nicht. Aber ich denke mal, wenn sie sich gut anstellen, wird es ein guter Titel. Und Test Drive hatte schon halt immer seinen eigenen Charme. Und ich glaube, den kriegen sie relativ gut eingefangen. Bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt. Deswegen... lasst einfach, wenn ihr da drauf am Rumhacken seid, wartet doch einfach ab oder schaltet ab und kauft euch das Spiel nicht, weil ich wette, das sind auch 90% die Fahrer, die anderen immer völlig abnerven und rumcrashen und gar nicht fahren können. Da fragt man sich, warum spielen die eigentlich Rennspiele, wenn die so wenig Skill haben und einfach nur andere Leute da nerven, so, ne? Naja. Gut, gucken wir mal noch auf die Map kurz. Ja, hier haben wir mal einen Blick auf die Karte. Ja, im Großen und Ganzen sieht die irgendwie nicht viel größer aus, jetzt vielleicht als die von Horizon 5. Und ja gut, auf jeden Fall kleiner als The Crew 2, das ist klar. Im Vergleich zu The Crew 2 sind fast alle Rennspiel-Maps rollende Fürzdorfer Gardinenstange. Aber was sehen wir hier noch? Zum Beispiel Autohäuser. Wir haben hier amerikanische Fahrzeuge, italienische Fahrzeuge, Luxusfahrzeuge. Und da nochmal britisch, klassisch. Hier unten haben wir Offroad und da wieder britisch. Also es scheint wohl, oder hier deutsch, scheint wohl mehrere verschiedene Autohändler zu geben, aber anscheinend nach Länder sortiert. Allerdings muss ich sagen, habe ich hier gesehen auch zum Beispiel hieß Ferrari. Jetzt ist die Frage, ist das ein spezielles Ferrari-Event oder ein Ferrari-Autohaus? Ne? Ist natürlich, wie gesagt, alles hier noch Alpha.
Footage. Natürlich kann das sein, dass es später dann hier noch vereinzelte Händler geben wird von bestimmten Marken wie Lamborghini oder so oder BMW, Nissan, je nachdem, was die da alles an Autos haben. Und ja, hier oben haben wir ja die ganze Hongkong-Stadt da und die zieht sich so ziemlich über die ganze Küste. Ja, im Großen und Ganzen wirkt sie halt wirklich ein bisschen kleiner, die Map, aber kommt halt darauf an, wie es sich am Ende spielt, wie einem die Entfernungen vorkommen. Und naja, potenziell kann man natürlich auch noch die Map erweitern oder so, aber fürs Erste sieht sie eigentlich in Ordnung aus. Also ich würde mich da fürs Erste nicht beschweren, ne? Aber bleibt abzuwarten, wie sich dann natürlich am Ende anfühlt. Ne? Wenn es halt so wirkt, dass man irgendwie innerhalb von 3-4 Minuten am anderen Ende der Map ist, ist das heutzutage natürlich schon wenig. Schafft man den Horizon 5 auch mit der Autobahn, ne? Ist klar, straight geradeaus, gib ihm Knallgas, geht alles schnell. Und im The Crew 2, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Da wissen wir, ne? Das dauert ein Weilchen, je nachdem, was für ein Auto man hat. Dann haben wir hier noch ein ganz tolles Bild, da sieht man, was man da so alles mit dem Auto machen kann. Dach abnehmen, Blinker setzen, Scheinwerfer einstellen, Scheibenwischer bedienen, Fenster hoch und runter, also ja, kennt man noch aus dem alten Test Drive mit den Fenstern und so weiter. Also hier hat man schon einiges an Funktionen, vor allem Blinkern, so feiere ich. Ist ganz cool, wenn man so rumcruisen möchte. Ja, das ist natürlich erste Sahne, finde ich. So was hat ein Horizon oder so Crew zum Beispiel nicht. Ne, man kennt, ja gut, Gran Turismo hat Blinker, das war es aber auch. Also das finde ich schon, die sind geile Features, die mir auch in anderen Rennspielen immer fehlen, so Kleinigkeiten. Das finde ich wirklich geil, das ist wirklich gut und wir können auch gerne nochmal reinhören, wie denn die Sounds so klingen. Ja, klingt doch schon mal gar nicht so übel, finde ich zumindest. Und ja, so viel auf jeden Fall erstmal zu Test Drive. Wie gesagt, es ist noch viel möglich, grafisch und so weiter. Kann sich noch einiges tun, auch Fahrphysik und was den Verkehr und was weiß ich alle angeht. Und alles haben wir ja auch noch gar nicht gesehen. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, bin ich eigentlich zufrieden, soweit. Also ich denke mal, es wird schon ein geiles Spiel werden. Ne? Man muss halt noch ein bisschen abwarten und darf jetzt nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Klar haben die noch Probleme, hier und da sieht man Schwierigkeiten, heißt aber nicht, dass es dann am Endgame genauso ist. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber das bleibt erstmal abzuwarten. Von dem, was wir jetzt gesehen haben, auf jeden Fall und was gesagt wurde, würde ich sagen, da steckt sehr viel Potenzial auf jeden Fall drin. Sie sind halt, wie gesagt, neu mit Test Drive am Start und die Konkurrenz ist halt gewaltig. So ein Forza Horizon und The Crew, das sind halt gigantische Rivalen und da muss man halt auch immer abwägen. Ne? The Crew ist ja auch komplett anders als ein Forza Horizon. Und ich denke, Test Drive wird sich da ganz gut einreihen und ja, wenn es ein bisschen Druck vielleicht auch auf die Konkurrenz auswirkt, dann ist das auch ganz gut. Ne? So ein Horizon zum Beispiel könnte echt mal ja, einen guten Rivale hier vertragen, weil die haben ja auch ein bisschen nachgelassen. Ja, ich würde sagen, dann sind wir auch so langsam am Ende. Wie gesagt, zerbrecht euch da nicht den Kopf und frontet direkt rum. Da wartet erstmal ab, wie sich das spielen wird. Wir haben ja auch noch eine Beta-Phase. Dann werden auch einige wahrscheinlich dazu Videos machen. Dann kriegen wir noch mehr Infos, noch mehr Input. Es ist noch vieles möglich. Wie gesagt, jedes Spiel muss auch noch poliert werden. Und die haben ja auch noch etwas Zeit. Also warten wir da mal ab. Ich bin auf jeden Fall raus an der Stelle. Ich hoffe, euch hat die kleine Analyse hier gefallen. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, um den Kanal zu unterstützen. Ich bin dann erstmal raus und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.